safe nach 20 Minuten sagen wir einfach, wir löschen das komplett. Das können wir auch machen. Also ich meine, hallo und herzlich willkommen. Wir sehen, die Gedanken sind gerade an dieser Stelle ganz frei. Es ist eine Neuheit für uns, dass wir einfach mal dieses Format ausprobieren möchten. Ja, Bike Talks würden wir jetzt einfach mal die erste Runde nennen. Es geht heute darum, dass wir uns einmal damit beschäftigen, was sind da eigentlich, was ist so hinter den Kulissen bei Project W, hieß das ganze, Work Escape, abgelaufen. Ja, und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen quatschen, bis uns das Video angucken und ja, was Ja, für genau. Hintergründe erzählen. Bevor wir damit anfangen, sollten wir uns vielleicht erstmal vorstellen. Denn du bist? Ja, ich bin Bjarne Wohlfahrt, ich bin 17 Jahre alt, gehe noch zur Schule und mache sonst so ein Mountainbike-Fahren in Bielefeld, die Jugendabteilung und die Mountainbike-Anlage Oerlinghausen, also die Etablierung eines offiziellen Angebotes in der Stadt. Und ja, bin sonst relativ viel in der Politik unterwegs. Und du bist? Ja, ich bin Finn Ole, ich fahre ziemlich gerne Fahrrad und bin halt einfach ein sehr technikaffiner Mensch und ja, also ich kümmere mich halt um alles, was so hinter der Kamera abgeht. Ja, also wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu uns habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Wir können da gerne noch mal ein bisschen was beantworten. Aber vielleicht sollten Sie erstmal anfangen, wie kam es überhaupt zu der Idee von Project WE? Also so wie ich es jetzt im Kopf habe, war das damals im Herbst 2021, wo wir auf der Wanderung waren, im Herbsturlaub. Und dann kam mir die Idee, ach komm, wir machen mal so ein Video. Wie du aus der Arbeit abhaust und dann so keine Ahnung, in den Wald fährst mit dem Fahrrad. Ja, genau. Und da hatte ich schon diese Idee, wir nennen es einfach Work Escape. Und Ja, daraus ist dann, glaube ich, Project WE so ungefähr geworden. ja, und Ich ich, kann hier auch halt nochmal nachgucken. Und zwar hatten wir hier, also ich hatte mal so ein riesiges Dokument erstellt. Wir hatten halt erstmal ganz viele Ideen. Erstmal das Thema ist so Fliehen von der Arbeit und dem stressigen Alltag. Ja, anfangs hatten wir auch die Idee einfach, dass du einfach Mountainbike fahren gehst und dann draußen weiterarbeitest. Das haben wir aber wieder verworfen, weil wir wollen ja wirklich zeigen, wie du einfach also wie du einfach aus einer Arbeitsszene in den Escape-Modus gehst, indem du einen Offline-Status setzt, dein Mountainbike nimmst und losfährst und dann halt einfach mit dem Mountainbike weiterfährst. ja, genau, und das Ganze haben wir dann so ein bisschen weitergespielt und tatsächlich hatten wir uns überlegt, wir können das ja über 4 Jahreszeiten verteilt machen, wenn wir konstante Arbeit und neben der konstante Arbeit haben wir noch die Freizeit, Beschäftigung, Ja, Mountainbiken. genau, aber das Ganze war eigentlich nur dem geschuldet, dass wir keine Lust hatten, irgendwie 60 Spots. Also wir hatten halt Angst, wenn man sich jetzt andere YouTuber anguckt, keine Ahnung, Fabio Wittmann, da sieht man halt, dass unterschiedliche Jahreszeiten. Also das fällt einem nicht so auf, aber das ist halt da. Und wir wollten das halt einen Sinn dazu bringen. Also wir wollten jetzt nicht einfach immer mal irgendwas aufnehmen, wir haben halt immer was anderes an und es ist immer anderes Wetter und deswegen haben wir das halt so gestaffelt, dass wir quasi, ja, wir haben halt einfach gesagt, wir haben jetzt 4 Jahreszeiten und dazu haben wir dann einen Plan entwickelt. Ja, ich meine, das ist aus Ende 2021, seitdem ist ja viel passiert. Ich meine, wir hatten über ein Jahr, fast knapp ein Wir Jahr haben, Drehzeit, basically. Immer wieder sich getroffen, immer wieder unterwegs gewesen, neue Shots gemacht, irgendwas verworfen. Ja, aber ich glaube, der Fokus, worauf wir jetzt erstmal anfangen sollten, wäre so ein bisschen die Planung, wie wir ja. reingekommen sind, ne? Und was das Eigentliche war, das war auch überhaupt der Startschuss von diesem YouTube-Kanal, weil wir wollten das halt irgendwo veröffentlichen. Und wie hier steht, YouTube-Video, Fragezeichen, eigener Kanal, Fragezeichen, Name. Das hat dann, glaube ich, noch ein bisschen, weiß nicht, wie lange es gedauert hat, da wobei, Es ging relativ ich schnell, glaube am ne? 13. Oktober oder so habe ich meine Drohne geschrottet, da kam ja das erste richtige Video mit dem Drohnencrash. Mhm. Ja, also aber davor gab es halt schon einen YouTube-Kanal. Weiß jetzt aber nicht mehr so genau. Zumindest ist so der YouTube-Kanal entstanden, um das Video da hochzuladen. Ja gut, vielleicht können wir jetzt erstmal noch weiter darauf eingehen, was überhaupt dann die Idee so war. Ja, war halt eine feste Strecke im Wald sich rauszunehmen. Also, ne, die Streckenplanung hatten wir gemacht. Ja. Und dann verschiedene Wegpunkte gesetzt. Wundervolle Strecke. Nee, die macht tatsächlich wirklich Spaß und das ist auch so eine Runde, die für einen Sinn ergibt. Also, wenn man abends denkt, ey, ich will noch eine Runde raus, die kann man schon ganz gut fahren. Ja, Ja, das war auch deine Idee, weil ich hatte eigentlich die Idee, wir nehmen einfach irgendwelche Spots, die geil sind. ja, und ich Wobei es jetzt im Endeffekt für diesen Rhythmus mit diesen 4 Jahreszeiten, die am Ende keine Jahreszeiten so richtig waren, eigentlich ganz geil war, dass wir immer dieselbe Route hatten, die wir fahren konnten. ja, genau, dann hatten wir so knapp 60 Wegpunkte insgesamt und dann hatten Ja, wir ich auch die glaube, 4 ich kann Jahreszeiten das Ganze immer so aufgeteilt. Also, dass jeder vierte Shot wieder aus derselben Jahreszeit ist. Das hatten wir uns, glaube ich, auch größtenteils dran gehalten. Also, das Ja, müsste ganz gut also funktioniert haben. im Endeffekt hat es dann ziemlich gut funktioniert. Ja. Und das haben wir dann halt einfach in ganz langer Zeit 4-mal abgefahren.
Ja, und vor allen Dingen eher den Bedingungen vor Ort getrotzt. Also ganz, ganz oft Ach ja so, irgendwelche stimmt, Bäume, das hatten wir. die dort lagen. Also der Weg an sich war, ich glaube, nur ein- oder zweimal insgesamt Nee, wir sind, fahrbar. glaube ich, wirklich nur beim allerersten Mal den ganzen Trail gefahren. Ansonsten sind wir immer vorher abgebrochen oder mussten halt umfahren. Ja, andere Wege wählen, weil es lagen immer irgendwelche Bäume, da waren Holzfällarbeiten oder sowas. Und da wollen wir uns ja nicht in der Gefahrenzone begeben. Aber das Ganze zeigt halt auch wiederum, wie, also dieses Work Escape, dass sich das immer wieder wiederholt und daher sieht man halt auch, dass es so nicht sowas ist, was einmalig ist, sondern man sieht, beim ersten Mal war der Weg noch zu und beim letzten Mal war er dann wieder offen. Das können wir euch gleich auch nochmal im richtigen Video zeigen, wo das dann war. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich vorschlagen, dann fangen wir jetzt auch direkt eigentlich an mit dem Video. Haben wir, glaube ich, jetzt schon genug Hintergrundinformationen geliefert. Und dann schauen wir es ein bisschen an und erzählen ein bisschen was noch dazu. So, und hier können wir eigentlich schon mal direkt stoppen. Also das war erstmal unser erster Plan. Wir wollten erstmal in das Video mit einem Zeitraffer reinstarten, um so den Tagesanfang so zu symbolisieren. Ja, und das Video hatten wir aber schon weit im Voraus gedreht, bevor wir überhaupt irgendwas anderes gedreht hatten, weil wir halt einfach mal Zeit hatten. Ja, 5:44 Uhr, der Tag fängt an. Wir sehen, ich bin gerade am Erwachen. Ganz weiterlaufen lassen. Zack. Da hat man halt schon den Übergang so gesehen. Also du stehst halt auf und hast halt direkt einen fließenden Übergang, direkt Arbeitszeit und los geht's. Ja, Keine Zeit verschwenden. Ja, jetzt beginnt halt so der Tag. ja, der gestaltet sich eigentlich relativ simpel. Arbeit halt. Den ganzen Tag irgendwie ganz ruhig weiterlaufen Ja, wir können lassen. mal reingucken. Wir sehen, die Stunden drehen sich, die Arbeitsmappen wandern von links nach rechts. Die Telefonate werden geführt und irgendwann ist auch der Tag tatsächlich so vorbei. Ja, jetzt sehen wir halt einfach, wie du deine Sachen zusammenpackst. Schön Fenster auf, frische Luft, Handy nehmen, aber nur um Offline-Modus reinzumachen natürlich. Bisschen in den Flight-Mode und dann geht's auch schon los. Und das erste Fahrrad sehen wir, da können wir eigentlich einen Countdown direkt einfügen. Wie oft sehen wir das Fahrrad von Ole während der Dreharbeiten? Ja, können wir gerne machen. So, hier sehen wir ja schon die verschiedenen Jahreszeiten. Hier etwas kälter im Winter. Das war jetzt hier die erste Jahreszeit, das die zweite, Schön Frühling, richtig grün und frisch sieht noch alles aus. die dritte. Und das die vierte Jahreszeit. Das war jetzt auch am Ende die letzte Runde, wo wir dann den Endzeitraffer gemacht haben. So, und jetzt hier kurzer Reminder, wir driften natürlich nicht. Wir achten auf den Wald und schützen das Wurzelwerk. Ja, und hier ein super Beispiel, die Bäume liegen quer. Für den Shot haben wir uns tatsächlich auf den Weg gemacht, trotzdem einmal durchgequält, Bike genommen und dann versucht weiterzufahren, so gut es ging. Und beim nächsten Mal drehen war dann zum Glück der Weg wieder frei, wie man hier sieht, und konnten da noch gefahrenlos durchfahren. Jetzt ist er übrigens schon wieder zu. Du wolltest mir übrigens immer noch die 1-Stunden-Version von dem Song schicken. Ja, mach ich noch. Ja, das war ich schon seit 5 Monaten drauf. So, und ich glaube tatsächlich hier passt, ist das einzige Mal, wo die Reihenfolge nicht passt von den Shots, ne? Ja, tatsächlich hatten wir uns da irgendwie vertan. Also wir hatten das so auf der Karte halt bei Google Maps, wo die Spots sind und irgendwie Ja, und auf Google Maps ist halt schwer zu erkennen, wo zum Beispiel dieser Spot hier ist und deswegen. uns war es wichtiger, dass wir diese 4 Jahreszeiten im richtigen Rhythmus haben, anstatt dass man die Shots an sich in der richtigen örtlichen, geografischen Reihenfolge hat. Und ich Weil ich sehe meine, hier schon, an sich. da kommt schon das zweite Ja. Mal eine Person. Wir sitzen da so links. Also da sitze ich jetzt zum Beispiel und filme gerade, wie wir an ihr vorbeifährt. Ja, Ist aber auch ein Shot, der mir gar nicht ins Video reingekommen ist. ja, wir haben einige Shots, die nicht reingekommen sind. So, hier eine ganz, ganz heftige Kurve. Ah, da haben wir auch noch einen schönen Fail-Versuch, wie du da einmal mit Ja, deinem das- Vorderrad so lang driftest. Das ist auch ein richtig geiles Shot geworden. Und das ist mein Favorite-Shot, dieses Rauszoomen. Irgendwie, Ja, das war auch irgendwie richtig catcht es das. So einmal Anstrengend auf die da. Wand hochklettert. Ja, genau. Ja, richtig gekraxelt da. Da war die tolle Aktion mit der Mauer. Da gibt es auch ein schönes Bild bei dir auf Instagram, Ja, genau, gibt's auch auf MTB Oerlinghausen YouTube. wie du da schön. Ich hab ganz oft probiert, über diese Mauer rüberzufahren, immer wenn wir bei der Strecke vorbeigefahren sind und ich habe es nie geschafft und einmal bin ich ganz schön runtergefallen. Das hat Spaß gemacht. Ja, wir haben ein tolles Foto davon. Ja.
Da war schon wieder mein Fahrrad zu sehen, gerade links. Jetzt, also jetzt noch mal ein bisschen so zur Story zu kommen. Also erst ging es halt so los. Du fährst einfach so los, fährst ein bisschen bergauf, bergab. Jetzt gerade eben hatten wir eine relativ lange Abfahrt. Gerade eben den Aufstieg und jetzt kommt der Endride, was halt auch Ja. durch die Musik so passend untermalt wird. Ja, also so Tagesausklang kommt jetzt. Und da nochmal das Fahrrad. Oh, das war ein schöner Shot. Nochmal. Oh, das ist auch eine schöne Passage zum Fahren. Wirklich so ein bisschen tricky mit Da den ist übrigens Wurzeln. wir können nochmal ein Stück zurückgehen. Da ist unser Profilbild entstanden, Ah, ja. wo hier diese tolle Wolkenfigur im Hintergrund Tolle, ist. tolle, ganz, ganz tolle Szenerie. Ja, jetzt hier ein entspanntes Fahrtweg ab. Da können wir nochmal das Fahrrad sehen. So, und jetzt rechts einbiegen auf die Zielspur. Das ist die Herausforderung. Ich glaube, das war das erste Mal, dass man andere Menschen gesehen hat in dem Ja, das Video. war halt immer ein bisschen anstrengend. Auch jetzt gleich bei der letzten Szene mit der Bank da. Immer darauf Mit zu warten. der Bank. Wir wollten ja keine anderen Leute Ja, genau. drauf Und wir haben. wollten halt auch halt immer wieder, dass du dich auf dieselbe Bank setzt. Ich meine, es gibt noch eine zweite Bank, aber es sieht halt dann Quatsch aus. Ja, genau. Also diese Bank direkt oberhalb von der Sandgrube, Sandgrube Hassland, Oerdinghausen, ist halt wirklich jedes Mal, da sind immer Leute. Du hast eigentlich fast nie einen freien Spot, deswegen haben wir da manchmal einige Zeit verbracht, um zu warten. Ja, und das Ziel war es Ja. halt wirklich, alle Jahreszeiten immer dort anzukommen und die Zeit zu genießen und etwas den Abend ausklingen zu lassen. Das ist auszudrücken. Gut, ich spiele diesen Griff. Jetzt hatten wir jetzt einfach immer, du stellst immer ein Fahrrad ab und das halt 4-mal. Und beim 4. Mal kommt dann halt so ein Übergang, wo du jetzt einfach den Tag auf dieser Bank da ausklingen lässt. Ja. Mit dieser grandiosen Aussicht. Ja, also wir beginnen mit dem Sonnenaufgang, hören auf mit dem Sonnenuntergang. Ich glaube, das ist eigentlich so. Ja. Von der Storyline her ist es ganz in Ordnung. würde ich Ja, sagen. ist solide. Ist halt auch fast so, dass wir uns das mal überlegt haben. Also ist relativ ähnlich geworden, auch wenn halt vieles sich noch verändert hatte oder ein paar kleine Probleme gab, Ja. aber das passte halt ziemlich gut. Nee, Auch dass am Ende so geklappt hat mit dem Zeitraffer. Ja. So, wir hoffen, dieses informative Video zu Project WE bzw. Work Escape hat euch gefallen und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob wir das nächste Mal als Livestream auf solche Sachen eingehen sollen. Ja, und damit bedanken wir uns fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Tag. Tschüss! Ciao.